Wie viele Synonyme kennst du? Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und heute vergrößerst du deinen Wortschatz. Du lernst Synonyme der 25 wichtigsten Begriffe, die du in allen möglichen Situationen des Alltags benutzen kannst. Zeitangaben, wichtige Adjektive und Verben sowie typische Ausdrücke, um Ja oder Nein zu sagen. So verwendest du nicht immer wieder die gleichen Wörter und drückst dich auf einem höheren Niveau aus. Und wir starten direkt mit Angaben der Zeit bzw. der Frequenz, also wie oft etwas passiert. Ich bin immer am Handy. Ich bin ständig am Handy. Ich bin andauernd am Handy. Er geht oft zum Sport. Er geht regelmäßig zum Sport. Er geht häufig zum Sport. Wir essen manchmal im Restaurant. Wir essen ab und zu im Restaurant. Wir essen gelegentlich im Restaurant. Sie hat nur selten Kontakt zu ihrem Bruder. Sie hat kaum Kontakt zu ihrem Bruder. Sie hat nur sporadisch Kontakt zu ihrem Bruder. Um dir die neuen Wörter gut zu merken, solltest du sie oft wiederholen. Dazu empfehle ich das Lesen von Geschichten in einfachem Deutsch. Ich habe schon 8 Romane für Deutschlerner geschrieben, die du momentan in einem Paket mit einem super Rabatt bekommst. Du findest alle Infos in der Beschreibung unter diesem Video. Machen wir mal weiter mit Zeitangaben, die auf die Frage wann antworten. Nach dem Bewerbungsgespräch hat er sofort den Job bekommen. Nach dem Bewerbungsgespräch hat er direkt den Job bekommen. Nach dem Bewerbungsgespräch hat er auf Anhieb den Job bekommen. Es arbeiten jetzt 30 Mitarbeiter in der Firma. Es arbeiten derzeit 30 Mitarbeiter in der Firma. Es arbeiten momentan 30 Mitarbeiter in der Firma. Wir eröffnen bald eine neue Filiale in der Stadt. Wir eröffnen demnächst eine neue Filiale in der Stadt. Wir eröffnen in Kürze eine neue Filiale in der Stadt. Unsere Großeltern haben früher ganz anders gelebt als wir. Unsere Großeltern haben damals ganz anders gelebt als wir. Unsere Großeltern haben einst ganz anders gelebt als wir. Und nun kommen wir zu Adjektiven, die wir ständig benutzen. Das ist sehr gut. Das ist wunderbar. Das ist fantastisch. Das ist großartig. Das ist hervorragend. Das ist sehr schlecht. Das ist schrecklich. Das ist grauenvoll. Das ist furchtbar. Die Aufgabe ist schwierig. Die Aufgabe ist anspruchsvoll. Die Aufgabe ist herausfordernd oder sie ist eine echte Herausforderung. Deine Erklärung ist klar. Deine Erklärung ist eindeutig. Deine Erklärung ist unmissverständlich. Dieses Thema ist wichtig. Dieses Thema ist relevant. Dieses Thema ist bedeutsam. Der Unterschied zwischen diesem und letztem Jahrhundert ist sehr groß. Der Unterschied zwischen diesem und letztem Jahrhundert ist riesig. Der Unterschied zwischen diesem und letztem Jahrhundert ist enorm. Als nächstes kommen wir zu einem besonders relevanten Teil des Videos, nämlich zu Verben. Bist du bereit? Ich mache meine Hausaufgaben. Ich erledige meine Hausaufgaben. Ich mache noch schnell den Abwasch. Ich erledige noch schnell den Abwasch. Das heißt, dass man etwas abschließt. Die Lehrerin erklärt die Regel. Die Lehrerin erläutert die Regel. Kannst du mir das bitte nochmal genauer erklären? Kannst du mir das bitte nochmal genauer erläutern? Wir haben einen Hund. Wir besitzen einen Hund.
Sie hat viel Schmuck, den sie von ihrer Großmutter geerbt hat. Sie besitzt viel Schmuck, den sie von ihrer Großmutter geerbt hat. Ich bekomme eine E-Mail. Ich erhalte eine E-Mail. Ich bekomme regelmäßig Pakete. Ich erhalte regelmäßig Pakete. Bitte informieren Sie mich, wenn es Neuigkeiten gibt. Bitte benachrichtigen Sie mich, wenn es Neuigkeiten gibt. Warum hat mich bisher niemand informiert? Warum hat mich bisher niemand benachrichtigt? Die Ärzte glauben, dass er schnell gesund wird. Die Ärzte nehmen an, dass er schnell gesund wird. Die Meteorologen glauben, dass es heute Nachmittag stürmt. Die Meteorologen nehmen an, dass es heute Nacht stürmt. Danke sehr, antwortete sie ihm höflich. Danke sehr, entgegnete sie ihm höflich. Der Manager antwortete auf die Anfrage, dass er keine Zeit habe. Der Manager entgegnete auf die Anfrage, dass er keine Zeit habe. Er braucht mehr Zeit für diese Aufgabe. Er benötigt mehr Zeit für diese Aufgabe. Die Opfer der Katastrophe brauchen schnelle Hilfe. Die Opfer der Katastrophe benötigen schnelle Hilfe. Der Politiker sagte seine Meinung zum Thema. Der Politiker äußerte seine Meinung zum Thema. Sie sagt immer ganz offen, was sie denkt. Sie äußert immer ganz offen, was sie denkt. Ich verstehe dein Problem gut. Ich kann dein Problem gut nachvollziehen. Wir verstehen seine Entscheidung überhaupt nicht. Wir können seine Entscheidung überhaupt nicht nachvollziehen. Die Familie plant, diesen Sommer nach Deutschland zu ziehen. Die Familie beabsichtigt, diesen Sommer nach Deutschland zu ziehen. Die Stadt plant, ein neues Schwimmbad zu bauen. Die Stadt beabsichtigt, ein neues Schwimmbad zu bauen. Ja, wir sind schon fast am Ende angekommen. Jetzt zeige ich dir noch ein paar Möglichkeiten, Ja und Nein zu Dingen zu sagen. Willst du dein Deutsch verbessern? Ja, sicher. Definitiv. Auf jeden Fall. Selbstverständlich. Natürlich. Dann empfehle ich dir auf jeden Fall meine Online-Romankurse. Ich schreibe Geschichten für Deutschlerner in einfachem Deutsch von A2 bis C1, in denen du auf sehr unterhaltsame Weise deinen Wortschatz und deine Grammatik verbesserst. Diese Chance willst du doch nicht verpassen, oder? Absolut nicht. Auf gar keinen Fall. Ganz bestimmt nicht. Oder ganz sicher nicht. Dann klicke jetzt auf den Link unter diesem Video und tauche mit mir in die Welt der Geschichten ein. Und das war's auch schon wieder für heute. Ich sag Tschüss, bis zum nächsten Mal, deine Julia.